beieinander, zurück bei mir im bayerischen Outback. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein weiterer Tag auf der Hütte. Heute gibt es so einen kleinen Nachtrag zu dem Terrakotta Blumentopf-Heizer. Mich haben ein paar Leute über Instagram angeschrieben. Ja, ich habe auch ein Instagram. Können Sie mal vorbeischauen. Wisst ihr aber nicht. Haben mich angeschrieben, haben gesagt, oh, bei mir funktioniert das nicht. Es heizt meine Hütte nicht. Ich muss heute leider erfrieren. Der Winter wird zu kalt und was weiß ich alles. Ja, ein bisschen rumgejammert. Dann habe ich mir gedacht, okay, schaue ich mir das mal an, was die da so machen. Dann ist mir aufgefallen, dass leider 80-90%, wenn nicht sogar alle Blumentopf-Tutorials, Blumentopf-Heizungstutorials totaler Mist sind. Wenn ihr die so baut, wie es euch da in den Videos gezeigt wird, oder wenn ihr das kauft, was euch bei den ganzen Online-Dingern da angedreht wird, dann kann diese Heizung nicht funktionieren. Ganz logisch, wenn ihr euch das anschaut, müsst eigentlich jeder verstehen, dass es dann nicht funktioniert. Weil das Wichtigste, fangen wir mal an, ich habe euch ja gesagt, da unten muss einfach ein bisschen Platz sein. Die ursprüngliche Blumentopfheizung, die stellt man ja auf diese Teelichter so drauf. Das hat schon Sinn, warum das damals so gemacht worden ist. Und es hat ja auch kriegelang funktioniert, also muss es ja immer noch funktionieren. Wichtigster Punkt ist das, verspielt euch mit diesen Teilen nicht. Die Unterkonstruktion, klar, kann natürlich was Cooles sein. Blumentopf ist Blumentopf und ein Blumentopf hat hier ein Loch. Und genau das ist der Punkt, warum die meisten Anleitungen einfach Mist sind. Dieses Loch in dem kleinen Blumentopf, das ist das Wichtigste an dieser ganzen Sache. Und dieses kleine Loch hier, das muss natürlich im Verhältnis zu dieser Fläche hier oben stehen. Erkläre ich euch gleich warum. Aber hat diese Blumentopfheizung, die ihr baut, da oben kein Loch, dann funktioniert sie auch nicht. Ist ganz logisch. Wenn ich diesen Blumentopf hier drauf stelle, dann entsteht hier innen Wärme. Dieses Loch sorgt für eine Kaminwirkung. Jetzt muss aber auch eine gewisse Menge an heißer Luft sich da drinnen stauen. Das heißt, das Loch darf nicht zu groß und nicht zu klein sein. Bedeutet, die heiße Luft, die hier aufsteigt, die staut sich hier oben, dadurch erzeugt es eine Kaminwirkung. Es zieht die Luft nach oben, es zieht die kalte Luft nach innen rein. Es staut sich warme Luft. Diese warme Luft fällt in diesem Topf wieder nach unten oder die drückt es nach unten und die steigt dann außen an dem Topf wieder hoch. Das ist der Gag an der Sache. Wenn jetzt der nächste Topf kommt, der sollte auch ein Loch haben. Muss er nicht unbedingt, würde ich aber sagen, ist die bessere Möglichkeit. Jetzt kommt der Topf hier drauf. Jetzt steigt die heiße Luft in dem inneren Topf hoch. Der Kamin saugt es hier oben durch, bläst hier oben heiße Luft raus. Die überschüssige heiße Luft, die fällt in dem kleinen Topf wieder runter und steigt zwischen diesen beiden Töpfen, praktisch hier wieder nach oben, zwischen den Töpfen und kommt hier oben wieder raus, Kaminwirkung. Das bedeutet, es heizt den kleinen Topf von innen und von außen auf. Jetzt kann man theoretisch diese Sache unendlich weiterspinnen. Problem ist nur, es ist nicht genug heiße Luft da. Man könnte jetzt nochmal einen Topf drüber setzen und nochmal einen Topf drüber setzen und nochmal einen Topf drüber setzen. Die Luft würde immer wieder aufsteigen durch die Kaminwirkung, wird sie da rausgeblasen. Die überschüssige Luft fällt wieder runter, steigt zwischen den Töpfen wieder hoch, fällt wieder runter, steigt zwischen den nächsten Töpfen hoch und so weiter. Problem ist nur, wenn nicht genug heiße Luft da ist oder erzeugt wird, kann auch nicht genug heiße Luft runterfallen. Das heißt, wenn ich jetzt 2 Töpfe oder mehr habe, dann ist die Luft mittlerweile schon wieder so kalt bei diesen 6 Kerzen, dass es dann nicht mehr funktioniert. Das heißt, ideale Version sind 2 Terrakotta-Töpfe, die sich dann aufheizen, die die ganze Energie speichern, die die Wärme speichern und die praktisch einmal im Kreislauf rumpumpen lassen, daraus und hier raus blasen. So funktioniert es wie jeder Kamin. Kaminwirkung, heiße Luft, Überschuss, die fällt nach unten. Und dann steigt sie zwischen den Dingern wieder nach oben und dann drückt es hier wieder raus, wieder Kaminwirkung. Wenn ihr diese Sets kauft oder diese anderen Tutorial befolgt, wo hier dieser Stift drinnen ist und der dann so schwebend ist, dann kann es nicht funktionieren. Es wird zwar warm, aber es ist keine Heizung, weil nämlich die Luft sich da drinnen staut und einfach nicht weiter kann. Die bleibt dann in diesem Topf, macht diesen Topf innen ein bisschen warm, aber es ist keine Heizung, die so richtig funktioniert wie so ein Radiator, wo sich dann die ganze warme Luft so schlangenförmig
durch die Töpfe bewegt. Ja, das ist jetzt das Geheimnis von der Blumentopfheizung. Ich hoffe, das hat jeder verstanden. Weil genau so funktioniert es. Anders funktioniert es nicht. Und wer sich fragt, wie ich es geschafft habe, diese große Hütte zu heizen, sollte das genau so befolgen. Und seine Hütte vielleicht gut dämmen. Aber das Teil, es ist wirklich eine massive Heizung. Das ist wirklich massiv, es heizt richtig gut. Und ja, ihr könnt euch das Video anschauen, verlinke ich hier oben. Ich denke mal, dass ich es diesmal nicht vergesse. Und wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil, beim Bauen. War dieses Mal ein kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem getaugt. Und jetzt werde ich mir meine Schweinshaxen holen. Jetzt sollte sie fertig sein. Schauen wir mal rein. Immer noch auf 180 Grad. Oh, hört sich das an. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch Daumen nach oben. Freut mich auch. Hinterlasst mir Kommentare, sagt mir eure Meinung hier dazu. Wenn ihr noch eine bessere Geschichte habt, sagt es mir auch. Ich mag dieses Teil wirklich gerne und ich würde es nicht vorstellen, wenn ich nicht davon überzeugt werde. Ansonsten bleibt gesund und ja, bleibt daheim. Na, macht's was ihr wollt, geht's in die Natur raus und bis zum nächsten Video. Ja, ihr seid immer noch da. Das freut mich, dass ihr es bis daher geschafft habt. Ah Mann, der Schweinsbraten ist fertig. Richtig schön knusprig ist er geworden. Frische Semmeln dazu. So, fast frisch. Ja, weil ihr es bis dahin geschafft habt, gibt es jetzt noch einen kleinen Zusatztipp dazu. Wenn ihr drauf schaut, dass ihr sowas baut, dann schaut, dass ihr richtig schöne alte Töpfe bekommt. Das Problem ist nämlich, da genauso wie bei allen anderen Sachen auch, kauft kein Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Erstens hat man bestimmt so einen Topf und zweitens ist es tatsächlich so, dass die alten Töpfe ganz anders hergestellt worden sind. Das ist ein ganz anderer Ton, das ist ein reiner Ton, das ist einfach Material, was die Wärme noch speichert. Das machen es heute nicht mehr so. Weil jeder mag Geld sparen, jeder mag an möglichst wenig so viel verdienen, wie es geht. Und das ist der Grund, warum da aller möglicher Mist gemischt wird. Das heißt, das Terrakotta, was du jetzt bekommst, ist einfach Mist. Früher in Italien, wirklich in der Toskana, diese Töpfe, die die da mit der Hand gemacht haben, das wären die perfekten Töpfe für so eine Lampe. Weil dieser Ton brutalst Wärme speichert. Das ist genauso wie die alten Ziegel. Der neue Ziegel, okay, das ist halt Hightech mit diesen Luftlöchern, aber der alte Ziegel als Material, Ziegel, Vollmaterial, ist eine geniale Sache gewesen. Und genauso ist es mit den Töpfen auch. Nehmt das alte Zeug und dann könnt ihr damit auch mit Sicherheit eure Hütten heizen. Ja, freut mich, dass ihr es bis daher geschafft habt. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund, kauft kein Klump. Bis zum nächsten Video. An Gurden. Oh, ist das schön, ha? So was Knuspriges, das ist ja unglaublich. Das gibt's selten. Oh Mann, ist das lecker. Hört ihr das? Ach, wie schön ist Grillen.